Lasst uns starten. Ja, super. Mir geht's gut. Ich bin fit und motiviert, weil ich finde, dass der Verein und auch der Kader ein sehr großes Potenzial besitzt. Ja, ich glaube, dass unser Verein sehr modern ist, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben eigentlich für alle Themen sehr, sehr gute und professionelle Ansprechpartner. Es geht bei Athletiktrainern los, endet bei der Videoanalyse. Also man fühlt sich ja überall sehr stark unterstützt und supportet. Ja, die perfekte Vorstellung ist, den Gegner so mit Ballbesitz zu erdrücken, dass sie aus ihrem eigenen Drittel gar nicht mehr rauskommen. Also viel Ballbesitz, viele Torchancen und immer wenn wir den Ball verlieren, ihn schnellstmöglich wieder zurück zu holen, damit wir ihn einfach weiterhin haben. Also ja, viele Tore, viele Strafraumszenen und vielleicht auch viele Standardsituationen dann dadurch auch kreiert. Ja, schwierig. Ich glaube, dass der Verein dazu mal einladen könnte und dann hätte ich auch nichts dagegen. Deutscher Meister. Pizza. Boah, schwierig. Die Lerchen habe ich tatsächlich probiert. Habe auch die Geschichte dazu gelesen, wie es zu dem Namen auch kam, ja, mit den Vögeln und so weiter. Aber ich glaube, so eine Fledlesuppe wird es trotzdem machen. Früh aufstehen. Ich mag die Cola von Organic sehr gerne. Spanien tatsächlich. Ich bin Mallorca-Fan. Ja, mehrere. Eins zum Beispiel Big Five for Life. Also die Big Five for Life. Gibt es ja auch mehrere Bänder, glaube ich. Das andere heißt Das Café am Rande der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Das sind so 2 Bücher, die ich empfehlen könnte. Ich finde Two and a Half Men ganz witzig. So die alten Folgen mit dem Charlie Sheen. Ansonsten Filme ganz, ganz viele. Ich finde die Coen-Brüder nicht so schlecht als Regisseure. Da gibt es zum Beispiel The Big Lebowski, dann gibt es No Country for Old Men. Diese ganzen Neo-Western, die finde ich ganz cool. Türkisch fände ich spannend. Habe einige türkische Kumpels und wäre ganz spannend, das mal so ein bisschen zu lernen. Kann ich so gar nicht beantworten. Ich habe beide leider noch nicht trainiert. Ich glaube, dass jeder auf seine Art und Weise entsprechend gut ist. Ja, Messi ist dann eher der Spieler, der viel einfach mit Ball am Fuß dribbelt und spielt und geht. Und Ronaldo ist vielleicht von der Physis her der komplettere. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, beide haben was. In unserem System jetzt der Zehner hinter den 2 Spitzen. Ich fand das Champions League Trikot super. Ja, ich hatte unterschiedliche Phasen. Ich wollte mal Pilot werden. Habe ich gemerkt, ich habe ein bisschen Flugangst, dann wird es natürlich schwierig. Ist aber mittlerweile jetzt okay. Also ich flieg gerne. Und Sportjournalist wollte ich mal werden. Ja, ich habe zu Beginn mit Kindern gearbeitet. Die waren, ich glaube, 7 Jahre alt. Das war im Heimatverein in Eichwald. Und was mich da bewegt hat, es gab eine erste Mannschaft. Wir hatten ganz, ganz viele Kiddies. Ich glaube, um die 30. Und die erste Mannschaft, ja, die hatte dann um die 12, 13, 14 Spieler. Und die zweite Mannschaft, die gab's nicht. Also die haben wir damals ins Leben gerufen, damit die Kinder auch spielen können am Wochenende, damit sie einen Spieltag haben, einen Spielbetrieb. Und das war eigentlich so die Motivation. Und es war super, hat Spaß gemacht. Dass sie Spaß vermitteln sollen. Wenig Taktik. Das kommt noch früh genug. Ich finde, ja, wir sollten so ein bisschen den Fußball auf der Straße simulieren, wo es darum geht, dass Spieler Spaß haben, dass Spieler auch als 7-Jährige wahrscheinlich gegen 9- oder 10-Jährige auch spielen, um so ein bisschen die Ellenbogen schon ausfahren zu können. Aber der Spaß sollte im Vordergrund sein. Und ich glaube, wenn die Leidenschaft ganz, ganz lange erhalten bleibt, dann bleiben die Jungs auch bei der Stange. Das beste Spiel war Dortmund gegen Schalke, das 4:4 in Dortmund. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, sehr gerne. Hätte ich richtig, richtig viel Bock drauf. Ich glaube, die Spieler auch, der Verein sowieso. Wir werden zumindest mal alles dran setzen, dass es funktionieren könnte. Ich habe das Glück gehabt, dass ich schon mal im Osten arbeiten durfte und habe so ein bisschen eure Emotionalität mitbekommen. Das sind Menschen, die den Fußball lieben. Ich habe es anfangs, glaube ich, in meiner PK auch erwähnt, dass Leipzig trotzdem eine Fußballstadt ist.
Und die Erinnerungen, die ich mit Schalke hatte, die waren nicht so schön. Wir haben, glaube ich, einmal 3-1 verloren, das andere Mal war es ein 0-0. Eher der schlechteren Sorte wahrscheinlich, aber trotzdem war beide Male das Stadion voll und komplett emotional und es ist das, was ich mir so wünsche. Deswegen kann ich es kaum erwarten, bis das Stadion mal bebt. Vielen Dank für die Fragen und ich hoffe, dass wir uns bald im vollen Stadion daheim wiedersehen. Danke. Ciao.